Mich haben immer wieder Menschen gefragt, wie soll man Gottes Liebe verstehen? Wie kann das denn sein, dass Gott Liebe ist, wenn diese Welt so chaotisch, ungerecht, brutal, gemein ist? Wie sollen wir Gottes Liebe verstehen? Warum greift er nicht einfach ein und macht eine bessere Welt, wenn er allmächtig ist? Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel erklären. Stell dir mal so einen richtig starken Mann vor, so einen muskelbepackten Schwarzenegger-Typ, ja? Kann der eine Frau zwingen, ihn zu heiraten? Ich meine, klar, aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit kann er das wohl machen. Aber wenn er sie liebt, dann kommt er doch noch nicht mal auf die Idee. Wenn er den Gedanken hätte, diese Frau zu zwingen, dann würde er doch beweisen, dass er ein kranker Psychopath ist, oder wie? Und genauso ist es mit Gott. Gott ist allmächtig. Er hätte die Kraft, uns alle zu zwingen, das Gute und das Richtige zu tun und in Harmonie mit uns zu leben. Aber das Wichtigste in Gott ist nicht seine Allmacht, sondern dass er Liebe ist. Und ob du jemals darüber nachgedacht hast, weiß ich nicht. Aber Gottes Liebe setzt seinem Handeln auch Grenzen. Gott kann nicht alles. Vielleicht denkst du, wenn Gott Gott ist und er allmächtig ist, dann kann er doch alles. Nein, Gott kann nicht alles. Es steht zum Beispiel in der Bibel, Gott kann nicht lügen. Gott kann sich auch nicht ändern. Gott kann nicht alles. Weil Gott Liebe ist und wir müssen Gottes Liebe verstehen und er kann dich auch nicht zwingen, in Harmonie mit ihm zu leben. Ansonsten würdest du vielleicht das Gute und Richtige tun, aber die Liebe würde aus dem Universum weichen. Gott könnte uns hinstellen wie Diktator Kim in Nordkorea und alle würden Halleluja rufen in Reih und Glied. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will, dass wir freiwillig und aus Überzeugung in Harmonie mit ihm leben. Das gehört doch zur Liebe dazu. Ich meine, wenn ein Mann sich in eine Frau verliebt, was kann er denn machen? Er kann doch nur seine Liebe beweisen. Letztendlich muss doch diese Frau zu einer freien Entscheidung kommen, freiwillig und aus Überzeugung. Ich habe einige Hochzeiten halten dürfen und das war mal eine ganz spannende Sache. Ich weiß nicht, wie spannend das wirklich ist, aber alle warten doch auf den Moment, wo beide dann Ja sagen. Jetzt stell dir mal vor, die Frau würde sagen, ja, weil meine Schwiegermutter das will oder weil meine Mutter will, dass ich den heirate. Ja, also hey, dann ist die Party gelaufen, dann kannst du den Kuchen nehmen nach Hause gehen. Das ist doch klar, die muss doch freiwillig aus Überzeugung den heiraten wollen. Das ist doch wahre Liebe. Und dazu muss es kommen. Weißt du, Gott liebt dich tatsächlich. Er würde nicht glücklich werden in aller Ewigkeit, wenn du ihn nicht auch liebst. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn ich verheiratet wäre mit einer Frau, die ich liebe, aber sie mich nicht. Und ich würde immer wissen, das, was sie jetzt tut, das tut sie irgendwie aus der Pflicht heraus. Noch schlimmer wäre der Gedanke, wenn ich ahnen würde, die hat Angst vor mir. Die macht all das Gute nur aus Angst vor mir. Leute, dann würde ich doch wissen, die hat mich überhaupt nicht verstanden. Ich würde ja leiden. Wie kann die vor mir Angst haben? Klar, man kann Angst vor mir haben. Ich sehe irgendwie seltsam aus mit meinen Tätowierungen und so. Aber gerade deshalb müsste es doch so sein, dass die Frau, bevor sie mich heiratet, etwas tiefer blickt und feststellt, der Typ ist gar nicht so, wie er vielleicht aussieht, sondern der ist ja liebenswürdig. Du kannst doch als Mann es nur mit einer Frau aushalten, wenn du weißt, die liebt dich wirklich. Man kann doch Liebe nicht ersetzen. Und genauso ist es mit Gott. Gott wird in Ewigkeit nicht glücklich werden, wenn du im Himmel bist und nur deine Pflichten erfüllst. Und jetzt denk mal nach, in wie vielen Gemeinden, in wie vielen Kirchen ist das heute so, dass Menschen nur dahin gehen und ihre Pflichten erfüllen. Ich mach's halt, weil sonst keiner tut. Oder man macht gewisse Dinge, weil man Angst hat, in die Hölle zu kommen. Leute, es ist doch das Allerwichtigste, dass wir Gottes Liebe erkennen. Was hat denn Gott davon, wenn du glaubst, dass er allmächtig ist? Was habe ich davon, wenn ich eine Frau finden würde, die verstehen würde, dass ich einen großen Bizeps habe? Das wird mir nicht reichen. Viel wichtiger ist doch die Tatsache, dass ich sie liebe. Und genauso ist es mit Gott. Gottes Liebe ist das Entscheidende. Du kannst Gottes Liebe begreifen, wenn du ans Kreuz siehst, wo Jesus Christus leidet, weil Gott in seiner Liebe sogar bereit war, auf diese Welt zu kommen, um uns zu retten. Jetzt nimm doch mal einen verliebten Mann. Würde der nicht bis ans Ende der Welt gehen, um dieser Frau zu beweisen, dass er sie liebt? Genau das hat Gott getan. Er kam vom Himmel ans Ende dieser Welt, in die Tiefen des Todes ist er gegangen und des Leidens, um uns zu retten, um uns zu beweisen, ich bin für dich da, ich liebe dich,
Zähl auf mich. Jesus starb am Kreuz für deine Sünden, damit wir nicht bekommen, was wir verdienen, damit wir Vergebung bekommen, damit wir zurück in Harmonie mit Gott kommen können. Und weißt du was? Jesus sprach ständig von Liebe. Er sprach von Hochzeit. Er sagt, er wünscht sich, dass wir als Menschen seine Braut werden. Er sprach vom Himmel, nicht als von einem Himmel, sondern von einem ewigen Hochzeitsfest. Es geht Jesus um Liebe. Ich kann dir nur eins sagen, ich habe mich in Jesus verliebt. Und ich bin nicht der Einzige. Ein ehemaliger Rauschmeißerkollege von mir, der war voller Hass, voller Perversion, der war drogenabhängig, der war aggressionskrank, der war sexsüchtig. Ein schlimmer Typ. Wenn du ihn heute sehen würdest, der rief mich an und sagte, Kornelius, ich habe das Neue Testament durchgelesen, das du mir gegeben hast. Und ich habe mich in diesen Jesus verliebt. Ist das nicht verrückt? Ich meine, das kann man erleben. Wir können heute in Gemeinden theologisch über Liebe reden, aber liebst du Jesus? Kannst du sagen, ich habe ihn so kennengelernt, dass ich mich voll in ihn verliebt habe? Ich kann dir ehrlich sagen, ich liebe Jesus. Vielleicht denkst du, ich bin schwul oder sonst was, ist mir völlig egal, was du denkst. Das ist eine ganz andere Sache. Gott ist Liebe und ich liebe ihn. Und diese Liebe, die wünsche ich dir. Amen.